Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und das hier ist die neue Intertram. Aber bevor wir uns die Details an diesem kleinen Zug anschauen, werfen wir hier noch einen Blick auf den Baufortschritt. Die U-Bahn-Station gibt derzeit noch nicht viel her, aber gleich neben diesem sonst versteckten Staufach haben wir die Tiefgarage. Und deren Rohbau ist so gut wie fertig. Zwischen der Rampe und den beiden Stellplätzen befinden sich Ansätze für einen Fahrstuhlschacht und ein Treppenhaus. Oben soll nämlich später auf diese Stelle ein größeres Gebäude gesetzt werden. Der Zwischenraum dahinter soll später zu einem Lager- und Technikraum ausgebaut werden. Seine Zugänge verbinden die Tiefgarage mit dem U-Bahn-Tunnel. Hier auf den Querträgern sind diese einzelnen Steine verteilt, um die Baseplate über der Weiche und dahinter um eine Steinhöhe anzuheben. Das war für die Tunneleinfahrt nötig geworden und dank dieser großen Slopes lässt sich der Rest des Straßennetzes auf der geplanten Höhe einfach anbinden. Der Kistendeckel ist jetzt noch etwas weiter bebaut, um die Wände von U-Bahn-Station und Tiefgarage abzuschließen. Baseplates darauf ziehen die Straße und diese Lücke wird mit einem gesnotteten Block geschlossen. Hier soll später ein Fußgängerübergang mit Ampel hin. Bei der Tiefgarage gibt es jetzt auch schon ein kleines bespielbares Feature. Zur Zufahrtsbeschränkung sind in der Kurve diese Poller versenkt, die mechanisch angehoben werden können. Der hintere Abschnitt wird mit dieser großen Baseplate abgedeckt. Sie liegt eine Steinreihe tiefer als die Straße, um sie später noch unter anderem in Snotbauweise bebauen zu können. Dann wird auch nicht mehr alles so großflächig grau sein. Das vorhin erwähnte Gebäude kommt später auf diese Baseplates, die ich mir zugegebenermaßen in diesem Fall zurechtgeschnitten habe. Kommen wir jetzt aber mal zu diesem kleinen quietschenden Zug. Das Design ist eine Mischung aus Straßenbahn und akkubetriebenem Regionalzug. Durch die Niederflurbauweise fügt sich der Zug gut in ebenerdig verlaufende Schienen wie im Hafenbereich oder den U-Bahnhöfen ein und ich muss nicht extra hohe Bahnsteige errichten. An beiden Enden sind Segmente mit Führerstand und Plätzen für Passagiere. Der Passagierbereich ist 5 Noppen breit und invertiert gebaut. Dadurch muss nicht alles ausgefliest werden und ich kann diese großen Scheiben für den Führerstand benutzen. Wo am Dach die Invertierung wieder aufgehoben werden muss, habe ich die kleinen Bügelperlen von Bluebricks eingesetzt. Miteinander verbunden sind die Segmente mit dem klassischen Kupplungssystem. Das bietet auch genügend Bewegungsfreiheit, wie sie an der Gleisrampe benötigt wird. Das Mittelstück ist mit 6 Noppen ein Stückchen breiter. Es ist mehr wie eine Verkleidung um den Motor herum gebaut und ich habe versucht, das niedrige Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten. Für ganze Figuren ist hier kein Platz mehr, aber in reduzierter Form lassen sich Passagiere auf dem Gang andeuten. Abseits des Ganges soll die Technik des Zuges untergebracht sein, inklusive des Mechanismus für den Stromabnehmer, der sogar ein kleines bisschen funktional ist. Für die längeren Strecken ist hier auch eine kleine Toilette eingebaut, die allerdings unterhalb des Minifigurenmaßstabs geraten ist. Insgesamt ist es also ein kleiner Personenzug für die Straßenumgebung, der aber auch für weite Strecken geeignet sein soll. Daher der kurze Name Intertram. Für den Güterverkehr auf dem Oval habe ich diese Lok gebaut. Das Design basiert auf der G2000 in der Ausführung mit den asymmetrischen Führerhäusern. Folglich sind auch die Fahrgestelle asymmetrisch geraten und deuten Leitern zu den seitlichen Stegen an. Beides war nicht ganz so leicht umzusetzen, aber mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden. Während das Vorbild eine Diesellok ist, habe ich dieses Modell als akkuelektrische Güterlok gebaut, weshalb sie diesen einzelnen Stromabnehmer hat.
Weitere fiktive Eigenschaften sind die Erweiterungen hinter den beiden Führerständen. Für lange Strecken kann hier auf der kleinen Ablage sowie dem Kühlschrank etwas Proviant untergebracht werden. Und am anderen Ende ist der Führerstand mit einer kleinen Toilette ausgestattet. Vorne und hinten besitzt die Logier ein Set an LEDs für Scheinwerfer und Schlusslichter. Diese werden nicht aus dem Ausgang des Motors, sondern aus einem 9-Volt-Block in der Mitte gespeist. Die Sets der LEDs werden je mit einem doppeltkanäligen Dreizustandsschalter an der Unterseite eingestellt. So lassen sich entweder die Schlusslichter, die Scheinwerfer oder keiner von beiden einschalten. Der Schalter an der 9-Volt-Box dient als Hauptschalter. Mit den Maßen dieser Schalter habe ich besonders viel Glück gehabt, denn sie sind zufällig exakt 2 Noppen hoch, 2,5 Noppen breit und 1 Stein dick. Mit den kleinen Schaltern oben an der Seite können in den Schaltkreisen der Sets noch weitere Vorwiderstände dazugeschaltet werden. So lässt sich die Helligkeit analog noch ein kleines bisschen einstellen, auch wenn der Unterschied kaum zu erkennen ist. Der Aufbau eines dieser LED-Sets lässt sich mit diesem Schaltplan beschreiben. Das soll es dann für diese Folge aber erstmal wieder gewesen sein. Nächstes Mal geht es dann weiter mit den Waggons. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dahin und tschüss.